Willkommen im Übermorgenland. Wir besuchen Dubai auf unserem Weg in Oman und tauchen ein in eine künstliche Glitzerwelt. Wo früher Sand und Wüste geherrscht haben, schrauben sich heute gigantische Wolkenkratzer in den Himmel. In den 30er Jahren haben hier am Creek gerade mal 20'000 Menschen als Perlentaucher und Fischer gelebt. Erst die Entdeckung vom Erdöl 1969 hat alles verändert und zu einer Entwicklung im Eiltempo geführt, wo wohl ohne die vielen Gastarbeiter aus Asien gar nicht möglich gewesen wäre. Denn von den über 3 Millionen Einwohnern stammen 85% aus dem Ausland. Nur Gier und Gigantismus in der Wüste also, oder doch mehr? In diesem Video nehmen wir euch mit nach Dubai und an die Expo, wo Grössenwahnsinn und Nachhaltigkeitsversprechen aufeinandertreffen. Und auch wenn Dubai nicht unsere Welt ist, so müssen wir doch zugeben, sind wir ein bisschen beeindruckt gewesen. Wir sind angekommen in Dubai und die Velos sind heil geblieben. Yeah. Mega froh, ist alles so gut gegangen und ja, jetzt sind wir da und bald können wir rausgehen und sind gespannt, wie es wird, ja. So, nach einem sehr langen Tag und einer kurzen Nacht sind wir in Dubai angekommen. Und das ist unsere Aussicht. Wir sind am Fluss unten, im alten Teil von Dubai, wo noch die traditionellen Holzboote verkehren. Das ist auf unserer ersten Abrafahrt. Wir sind hier im indischen Viertel, das ist fest in indischer Hand und in diesem Quartier gibt es vor allem Stoffe zum Kaufen. Ein Stoffladen nach dem anderen, alles Männer, die hier arbeiten. Center für kulturellen Austausch, einer Initiative im ältesten Stadtteil von Dubai, wo es darum geht, dass Besucher und Touristen in Dubai mehr über die Kultur der Emiratis lernen. Genau. Und jetzt sind wir hier in so einem wunderschönen, traditionellen Haus. Wir haben gefunden, wir nähern uns Dubai ein, indem wir mit dem alten Teil von Dubai anfangen und den Burj Khalifa und den modernen Teil sparen wir uns für später auf. Das Besondere an diesen Häusern ist, dass die nicht aus Lehm gebaut worden sind oder aus normalen Steinen, sondern aus dem, was man hier hatte, und das sind Korallen gewesen. Und man sieht das wirklich noch, wenn man heute durchs Viertel läuft. Das ist natürlich jetzt restauriert worden, aber schlussendlich die Struktur der Häuser ist immer noch das Original. Wir stehen hier auf einem alten Haus oben, auf einem Dach vom alten Haus. Das ist etwa 200 Jahre alt. Und im Hintergrund sehen wir hier verschiedene Windtürme. Das sind sogenannte Klimaanlagen von dazumal.
Die funktionieren so, dass sie so gebaut sind, dass egal aus welcher Richtung der Wind kommt, der wird eingefangen, nach oben geleitet und gleichzeitig wird warme Luft ausgestoßen. التمر يا محمد جيب لهم تمر اللي ياكلوا النوره. Ja, heute gibt es etwas ganz Spezielles. Ich probiere zum ersten Mal Kamelmilch. Mal schauen. Ist warm, es schmeckt nach Milch. Ja. Ist eigentlich gar nicht so speziell, hätte es mir spezieller erwartet. So guys, I think we have reached to the end of our session. Hope you enjoyed it, hope you liked it. Und nach einer Runde durch den alten Souk mit Goldbazar und Gewürzbazar ist es Zeit geworden für Downtown Dubai. Und das mit dem grössten Einkaufszentrum der Dubai Mall und dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. مكواني نقطع ليا سحب اماني اللي مقبول كيسرالي. Ja, wir fahren auf der einen von diesen künstlichen Palmen in Dubai raus. Wie denkt, dass es so verbaut ist? Wir fahren mit dem Monorail. Für unsere Premiere haben wir noch nie gemacht. Und es ruckelt verdammt. Also ein Zug ist da gerade gemütlich dagegen irgendwie. بعت أفكاري مش عم بيجيني النوم بمشي عالهادي كل خطوة تضيع يوم بشتاق أحكي مع حالي محلى السكون وبموجة جنون بطول السماء بضوي الفضاء وبلحق وراه كم لحظة هنا. Ja, wir verlassen jetzt unser schönes Quartier hier im alten Teil von Dubai. Und es geht quer durch die Stadt durch. Zum Dave gehen wir jetzt in Richtung Süden runter, wo wir ein paar Tage bei ihm übernachten können, in der Nähe von der Expo. Und wie viele Kilometer? Ja, es sind etwa knapp fast 60 Kilometer, die wir jetzt vor uns haben, mitten durch die Stadt durch. Juhu! Yeah. Und es ist warm. Es ist heiß, ja. Genau. بالصمت العالي بين الأصوات بدوب يا طولة بالي وينك وقت Ein sehr untypischer Ort für Dubai. Wir sind hier im Industriequartier Al-Quoz in der Al-Serkal Avenue. Genau, da reiht sich eine Galerie nach der anderen. Das ist wohl ein bisschen das kulturelle Gewissen von Dubai sozusagen. Ja, es hat sogar einen Bücherort, wo man sehr günstig Bücher kaufen kann, einen Kaffee, wenige Restaurants und vor allem Kunstgalerien. Wirklich Eine nach der anderen, ja. sehr speziell hier in diesen alten Containern. محلى السكون وبموجة جنون بطول السماء بضوي الفضاء وبلحق وراه كم لحظة هنا.
sitzen an der Expo 2020 im 2021. Und jetzt aktuell gerade im Pavillon von Marokko. Wirklich recht eindrücklich. Zusammen mit dem Dave. Jetzt miteinander. Ja. Lassen wir das alles mal auf uns wirken und euch nehmen wir mit. Und es wird höchste Zeit, dass wir euch mal den Dave vorstellen. Er ist ein guter Freund von uns aus Winterthur und ist mit seinem Rad bis nach China gereist. Und hat uns natürlich immer wieder gute Tipps geben. Nachdem er die letzten paar Monate in Ostafrika unterwegs war, arbeitet er jetzt für ein halbes Jahr im Schweizer Pavillon an der Expo in Dubai. Guten Morgen, Tag 2 an der Expo in Dubai und heute besuchen wir den Pavillon von den United Arab Emirates, der vom Calatrava gebaut worden ist. Und mit diesen Pavillons ist das so, dass man teilweise wahnsinnig lang anstehen muss und die Leute sogar auf der App im Voraus buchen, wenn sie irgendwo sind. Ja, also wahnsinnig kompliziert und ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir essen jemenitisch. Ja, einen gemeinsamen Teller haben wir gedacht, lange. Und jetzt kommt dann noch ein jemenitisches Brot. Und relativ preisgünstig für die Expo. Tatsächlich mal bezahlbar. Das, was hier wie ein Maienkäferli aussieht, ist eigentlich ein Roboter, der überprüft, wie der Zustand der Pflanzen ist. Ja, und je nach Zustand oder Wasser verteilen über die Bahn, die man da unten sieht. Das ist der Pavillon von Singapur, der absolut auf Nachhaltigkeit versucht zu setzen. Auch in diesem Pavillon, in dem sie keine Klimaanlage haben, sondern alles mit Pflanzen eigentlich temperiert. Ja. Genau. Wir sind hier beim Dave zu Gast, der bei der Expo arbeitet. Und alle Mitarbeiter werden in wirklich modernen Wohnungen einquartiert. Da ist die Küche. Das ist wirklich alles mega neu. Die haben die Gebäude erst gerade aus dem Boden gestampft, extra für die Expo 2020. Es hat sogar einen Balkon, wo wir unsere Velos anstellen können. Ja, das sind die Blöcke, wo die verschiedensten Mitarbeiter unterkommen.
Da unten hat es immer eine Poolanlage dazugehört und noch ein Fitnesscenter. Und jetzt schauen wir das mal an. Das ist der Wahnsinn. Dubai ist irgendwo dort hinten, 20 Kilometer außerhalb der Stadt. Und rundherum ist eigentlich einfach eine zwischenflache Wüste. Und alles ist von Autos ausgelegt. Da wird ein riesiger Parkplatz gebaut. Es ist eine völlige Kunstwelt und das Gegenteil von dem, was wir vorher erlebt haben auf unserer Reise. Es ist wahnsinnig spannend, um das mal zu sehen. Gleichzeitig freuen wir uns auch sehr auf die Natur und auf die Ruhe und wieder wegkommen von diesem Disneyland für Erwachsene. Wir haben jetzt noch unser letztes Morgen und was gibt's? Gruyère. Ja, und dann geht's los. Genau, schwingen wir uns endlich wieder mal auf die Velo, machen ein bisschen Kilometer. Ja, und dann müssen wir uns vom Dave verabschieden, der uns netterweise hier beherbergt hat. Ja, das war Freude. Ja, wir sagen jetzt seine ersten Warmschauers-Gäste gewesen. Da wir keine Lust hatten, nochmal mit dem Velo durch ganz Dubai zu fahren, haben wir uns für die ersten 60 Kilometer einen Transfer organisiert. Wir sind hier ausgespuckt worden von unserem Taxi, das hier hinter uns steht. Ja, jetzt heisst es Gepäck aufladen und losfahren. Aber leider hat das nur begrenzt geholfen, weil durch Sharjah zu fahren ist etwa gleich mühsam wie durch Dubai. Ja, wir sind angekommen an unserem Platz. Es schmeckt nach Meer, ich habe es so vermisst. Ja. Wir haben das Meer im April verloren und jetzt ist November. Ja. Wow. Und wir sind da und übernachten am Meer. Ja, es war ein strenger Tag heute. Ja, viele grosse Straßen, alles verbaut. Wir sind durch verschiedene Emirate gefahren, wie Sharjah, Adschman und jetzt sind wir nördlich von Al Quwain. Genau. Eine Zeit lang haben wir recht schauen, wo wir durchfahren können, weil bei dieser grossen Strasse immer ein Verbotsschild war für Velos. Es waren richtige Barrieren, wo man nicht drüber gekommen ist. Wir sind richtig zickzack gefahren, x Kilometer zusätzlich, als wir eigentlich wollten. Ja. Aber jetzt sind wir da und erschöpft und haben so Freude, dass wir am Meer übernachten können. Ja, und jetzt wird endlich wieder mal das Zelt aufgestellt. Guten Morgen, die Sonne geht hier hinten auf und wir haben hier mehr oder weniger gut geschlafen. Ja, und zwar ist gestern Abend kurz vor Sonnenuntergang noch jemand vorbeigekommen und hat uns erzählt, dass das hier Royals Gelände sei und mir uns hier nicht erlaubt ist zum Zelten und Campen. Und hat dann aber nach längerer Diskussion gemerkt, dass wir sehr Mühe zeigen und mit den Velos nicht nur einfach geschwind können noch 30-40 Kilometer machen. Und durch das hat er das Auge zugedrückt und gesagt, ja, wenn wir heute Morgen frühzeitig losgehen, dann sollte das kein Problem sein. Aber ja, dementsprechend sind wir ein bisschen unruhig in dieser Nacht. Vor allem, weil auch immer wieder ein Bötchen, ein Helikopter oder ein Auto in der Nähe vorbeigefahren ist. Ja. Aber jetzt geht es weiter, die Küste entlang, von Ras Al Khaimah und die Nähe von der omanischen Grenze, die wir dann morgen überqueren wollen. Wir sind in Ras Al Khaimah, beziehungsweise kurz vor der Stadt. Und das hier ist eine verlassene Geisterstadt. Seit den 60er Jahren lebt hier niemand mehr. Oder einzelne Häuser werden noch Arbeitskräfte vermietet. Aber auf jeden Fall, das ist das letzte übrig gebliebene Dorf, wie es eigentlich früher ausgesehen hat, hier, bevor alles modern geworden ist, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. توحشت امي وفرش الدافي وخويا زين ايامي وصغر احلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين زنق الدار قواي الحس ودوا جري شوارع كبر قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تميل توحشت اللين والكرمة كيف تميل
Die Sonne geht gleich unter und es ist verdammt viel los. Die Emiratis sind hier mega unterwegs mit allem, was ein Motor hat und fahren kann. Auf einem harten Teil vom Strand fressen sie hier hin und her. Ja, völlig gesponnen. Guten Morgen, wir sind mega müde, wie man sieht. Wir konnten die letzte Nacht nicht wirklich schlafen. Die ganze Nacht sind wir mit den Autos durch den Strand geblochen, teilweise noch um 4 Uhr am Morgen. Und bereits heute Morgen um 6 Uhr wieder mit den Autos los und mega viele Leute unterwegs. Also, ja, so die Ruhe, die man sich erhofft hat oder die wir jetzt gesucht haben nach einem künstlichen Dubai, haben wir hier definitiv noch nicht bekommen. Jetzt hoffen wir, dass es im Oman anders wird und ja, noch 30 Kilometer bis zu der Grenze. Ja. Die können ihre Eier ablegen am Strand und ist überfahren worden. Oh Gott. Scheiß Autos. خزرة وغمزة وعشق الطفلة الأولى وقت الكلمة عسل ايدي محلولة توحشت الخيل وريحة الياسمين. Wir sind kurz vor der omanischen Grenze und wir haben einen Komoot weggenommen. Ich freue mich, wieso. Er führt durch den tiefsten Sand durch. Da vorne geht es nicht weiter. Komoot sei Dank. Also es sieht so aus, als würden wir die Vereinigten Arabischen Emirate doch nicht so früh verloren wie gedacht. Und dann haben wir es gleich noch geschafft. Wir sind im Oman. Und mit der Grenze hat sich die Szenerie total verändert. Wir sind plötzlich auf einer einsamen Küstenstraße und haben endlich die Ruhe in der Natur gefunden. Aber das sehen wir im nächsten Video. توحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت سنين وريحة الياسمين توحشت سنين وريحة الياسمين